Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und gerade gestern hatte ich noch ein paar Tries gegen die Athene im Dungeon gemacht. Das Video hattet ihr wahrscheinlich gestern schon gesehen. Und kurz darauf, ja, kam so ein extrem heftiger, spannender Kampf. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das ist wirklich unglaublich. Ich werde euch gleich mal zeigen, was ich genau damit meine. Und dann werdet ihr auch sagen, Digga, wie geht denn sowas, ne? Also auf jeden Fall bin ich bei dem Kampf ziemlich ins Staunen gekommen. Und ich hoffe mal, ihr werdet da Gleiches einigermaßen fühlen, ja, mit mir fühlen. Und also ich kann es immer noch nicht ganz fassen so, ne? Ich werde euch natürlich nicht spoilern, ja, aber ich werde euch den Kampf gleich mal so zeigen, den ich aufgenommen hatte. Dafür muss ich aber mal einen kurzen Cut machen, damit ihr nicht seht, wenn ich auf den Kampf gehe in der Post, ja, damit ihr auch dann wirklich unbefangen hier in den Kampf reingehen könnt, ja, weil ein, zwei Mal schon gesagt worden ist, falls ich mal einen Gegner besiegt haben sollte, dass ich das dann nicht direkt verraten soll, und deswegen zeige ich euch jetzt diesen sehr, sehr knappen Kampf und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. So, da befinden wir uns jetzt nun im Kampf gegen die Athene, ja, und wie gesagt, musste ich ja einen kleinen Schnitt machen, damit man nicht sieht, wie der Ausgang dieses Kampfes gewesen ist. Auf jeden Fall hatte ich mir diesen Free Try, also es war halt ein Free Try gewesen, hatte ich mir live angeguckt gehabt, habe ich mir mal gedacht, komm, guckst du dir den mal so ein bisschen an, und es war wirklich, vor allen Dingen nachher zum Ende hin, war es unglaublich gewesen. Ja, der Marquardt hat hier sehr gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. Bertram zum Anfang auch ganz gut, ja, und die Kunigunde, werdet ihr jetzt sehen, die ist hier auch förmlich am Ausrasten gegen die Athene, ja, Intelligenzgegner, sie kann nicht ausweichen, trotzdem überlebt sie hier mit einem ganz wenig Leben, und jetzt hat der Gegner nur noch 2 Milliarden Leben, so, und jetzt komme ich halt ins Spiel, ne, jetzt hau ich hier Treffer nach Treffer raus, und jetzt denke ich mir so, holy shit, Alter, was ist das denn, und dann denke ich mir, wie kann das denn sein, und dann, bam, muss er nochmal, und zack, und dann ist er down. Ja, das war auf jeden Fall ein ziemlich unglaublicher Kampf gewesen, vor allen Dingen das Ende. Hier hatte ich mal schon gedacht, so 2 Milliarden Leben. Entschuldigung. Das müsste locker drin sein. Und ja, hier hätte ich gedacht, hier ist vorbei. Hier hätte ich gedacht, hier ist vorbei. Und dann ist es halt wirklich vorbei. So, ne? Also zwei Situationen. Erstmal, die Kunigunde habe ich mir gedacht, yo, nicer try. Habe ich mir gedacht, so unter 2 Milliarden Leben ist schon heftig. Dann kommt er hier auf unter 1 Milliarde, und da habe ich mir gedacht, der ist safe drin. Jetzt kritisch nochmal, weißt du? Und dann haue ich so einen Low-Hit raus und nochmal so einen Low-Hit, Alter. Und dann klappt es zum Schluss, ja. Also den Kampf, den würde ich mir direkt 10-mal angucken oder so, weil es so unglaublich ist, weil er einfach schon ab diesem Zeitpunkt hätte er schon 2-3-mal liegen müssen, und ich hau halt so wegen meiner Waffenspanne so eine Low-Treffer raus, und stellt euch mal vor, sie hätte mich einmal gekrittet gehabt. Ein einziger Crit, dann wäre es um mich gewesen, ja? Dann wäre es um mich geschehen. Aber ich hatte Glück gehabt, sie hatte auch nicht viel rausgebracht. Hier ein Low-Treffer von ihr, ja? Nochmal ein Low-Treffer und nochmal ein Low-Treffer. Also da habe ich wirklich ziemlich hartes Glück gehabt, dass sie erstmal nicht gekrittet hat, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass sie ein normaler Hit hätte ja auch gereicht, aber die Gegner haben ja auch eine gewisse Spanne. Die hauen ja auch immer nicht gleich zu, die hauen ja auch immer unterschiedlich stark mal zu. Und von der Spanne des Gegners hier von der Athene, ja, ist das relativ low gewesen. Ja, ich kann mit Glück behaupten, dass ich da nicht einen normalen Hit abbekommen habe, der von der Spanne einigermaßen gut gewesen wäre. Dann hätte nämlich ein normaler Hit auch gereicht, hätte nicht mal critten müssen. Crit wäre sowieso vorbei, ja. Aber so habe ich es dann geschafft, und tatsächlich ziemlich nervenaufreibend, vor allen Dingen das Ende. Ja, vor allen Dingen das Ende, weil sie halt ab hier wirklich schon bei jedem Hit eigentlich liegen hätte müssen, so, ne.
Dann habe ich nochmal so einen Low-Hit-Treffer raus. Ja, da habe ich mir gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein, dass die jetzt schon wieder nicht liegt. Da habe ich mir so, jetzt oder nie, das kann nicht sein. So, ne? Aber ich habe da echt wirklich ziemliches Glück gehabt, ja. Oder halt auch gleichzeitig Pech, weil ich halt so wenig, ja, Schaden jetzt gemacht habe. Aber es ist ja zum Glück nochmal gut ausgegangen. Aber hier nochmal das beste Beispiel, wenn ihr eine Waffe habt mit einer hohen Spanne rechts raus. Ihr könnt so enorm heftige Milliarden-Crits mit einer Waffe raushauen, die so eine Spanne hat. Aber ihr könnt halt auch die untersten Low-Treffer raushauen. Das ist unglaublich, ja. Und deswegen ist, wie gesagt, ja, für einen Dungeon ist halt so eine Waffe besser. Für die Ehrenhalle ist halt lieber eine Spanne besser, die einigermaßen konstant ist, so, also wie meine legendäre Waffe, die ich ja gezogen hatte, die hatte eine Spanne von 30 oder so gehabt, also kaum Unterschied im Schaden, ja, und das hält einen natürlich ziemlich krass in der Ehrenhalle konstant, ne. Klar, wenn ihr jetzt Gegner habt, die ihr normalerweise nicht legen würdet, ne, dann werdet ihr auch die mit der Waffe nicht legen, wenn ihr eine Spanne habt, die nicht so krass ist. Allerdings, wenn ihr so eine Waffe habt, dann könnt ihr halt auch, wie gesagt, Leute hier oben besiegen, die ihr sonst vielleicht nicht besiegen könntet. Ne? Also da müsst ihr selbst abwägen, was für ein Spanntyp ihr seid, auf jeden Fall. Jetzt reicht's da. Ja, und deswegen auf jeden Fall, ja, ziemlich krasser Fight. Ich hatte auch ein Item bekommen hier, Kriegerschuhe. Ich muss mal gucken, ob man die irgendwie gebrauchen kann. Plus 6, nee. Ist jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, zumal da auch eine Rune drauf ist, die mir jetzt natürlich auch nicht so zusagt. Das ist eine PvE-Rune, deswegen braucht der Bertram das nicht und für 6 Stat-Punkte besser. Dafür noch Rüstungseinbußen, tut mir leid. Zerlegen wir das Ganze, ja. Dann können wir das auch noch gleich in die Toilette schmeißen und auch gleich zerlegen. Dann haben wir wieder ein Plätzchen mehr frei, das ist doch ganz nice, ja. Und ich habe hier noch das ganze Inventar voll mit Epics, noch vom Legendary Dungeon immer noch. Bin aber auch nach und nach dabei, die auch in die Toilette zu spülen. Auch den Oh! Ja, okay. Dann ziehen wir noch gleich an der Spülung. Ich hatte mich sowieso gefragt, jetzt müsste doch mal so langsam die Toilette voll sein. So viele Epics, wie ich da reingeworfen habe, die ich nicht brauche. Ja, das könnte doch jetzt mal so langsam... Haben wir auch gleich im Video den 1000er Füllstand, das heißt auch gleich die Spülung. Das ist natürlich sehr nice und dann schauen wir mal direkt, was wir hier rausbekommen, würde ich mal sagen. Let's go! Okay, Schuhe. Ich hätte jetzt eher auf eine Waffe gehofft, wegen einer besseren Rune vielleicht auch so, ne? Das wäre vielleicht nice gewesen. Aber die sind natürlich jetzt nicht so erwähnenswert, ne? Aufgrund des Legendary Dungeons sind halt Epics jetzt momentan eher zweitrangig, sogar mein Begleiter spuckt fast auf die Schuhe hier, ne? Also da brauche ich das jetzt nicht unbedingt, aber es ist ein weiteres Item, um was in die Toilette zu schmeißen. Ja, 1970 Kristalle nochmal daraus bekommen, okay. Ja, man will sich ja nicht beschweren, ne? Aber total nice, dass wir jetzt den Dungeon-Gegner endlich besiegt haben. Sind ja jetzt schon relativ lange dabei, ne? Und der nächste Gegner ist halt hier der Herkules. Und der hat Blitzschaden. Oh nein. Oh nein. Ich hatte es im letzten Video, glaube ich, erwähnt gehabt, ne? Wir haben halt hier jetzt den Vorteil, wir haben Feuerschaden, aber Blitzschaden. 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 Da muss ich aber gewaltig los an der Stelle, Alter. Das ist, okay. Das ist wirklich krass. Also, ja. Gut. Er verursacht Blitzschaden und wieder steht Blitzangriffen. Das heißt, alle Runen meiner Begleiter sind komplett useless an der Stelle. Die kann man einfach wegschmeißen, als wäre dieser Schaden nicht da. Ja, der Schaden entspricht etwa der Waffe meines Alter Egos. So, von meinen Begleitern. Oh nee, ne, das kann nicht sein, dass der Blitzschaden resistent ist, der Herkules. Den besiege ich in 10 Jahren nicht, Alter. In 10 Tagen wäre schön, ja. Zumal der hat bestimmt auch richtig heftig viel Leben. Wir machen mal ein Free Try, oder wir machen mal ein Try, weil ich ganz genau weiß, der liegt eh nicht. Der hat 17 Millionen Leben. 17 Millionen Leben.
Das wird lustig. Das wird lustig. Den brauche ich eigentlich gar nicht großartig probieren. Man sieht nicht mal, dass mein Bertram irgendwie hier gerade Schaden macht oder so. Gar nichts, ja. Bisschen Schaden hat er gemacht. Das Ding ist, es ist halt jetzt wieder ein Krieger, ne? Das heißt, die Kunigunde könnte rein theoretisch mit einem richtig fetten Try, könnte die halt, ja, gut Schaden austeilen. Ja, aber unterm Strich wird schwierig. Was aber auch wieder cool ist, dass, ja, dadurch, dass er viel aushält und nicht viel... Okay, der haut viel Schaden raus. Ich dachte, der haut nicht so viel Schaden raus. Aber das Ding ist, dadurch, dass es halt kein Magier ist, ja, hat er halt ziemlich viel Leben. Das heißt, die Angriffe decken sich vielleicht, wenn er auch nicht so viel Schaden raushauen würde, aber das macht er leider. Das heißt, umso länger der Kampf dauert, umso stärker werden ja die Angriffe. Das heißt, man könnte auch wieder richtig fette Crits raushauen. Allerdings bleibt mir das wohl erstmal noch verwehrt. Gut, dann soll es das erstmal soweit für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Ich mache hier nochmal kurz einen Angriff, den letzten. Ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.